Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne einmal einen Überblick über alle Reforged-Steine geben, welche ihr auf eure Spitzhacke oder Drill machen könnt, und im Anschluss zeige ich euch noch, welcher der Reforged-Steine meiner Meinung nach der beste ist, um ihn beim Minen zu verwenden. Aber genug der Vorrede, kommen wir erst einmal zu den Reforged-Steinen, von denen es mittlerweile 6 verschiedene für die Spitzhacke gibt. Vorweg sei aber noch gesagt, dass man momentan leider nicht die Werte kennt, welche die Reforged-Steine bei einer mystischen Spitzhacke geben würden, weil es einfach noch keine mystische Spitzhacke oder Drill im Spiel gibt. Kommen wir aber zum ersten Reforged-Stein, Onyx. Diesen können wir für 100 Coins beim Mining-Händler im Hub kaufen, und ab Mining Level 2 kann man den Stein verwenden, um seine Spitzhacke mit Fruitful zu reforgen. An Werten gibt uns der Reforged dann abhängig von der Rarität, Intelligenz und Defense, und unabhängig von der Rarität gibt uns der Reforged dann 3 Mining Fortune. Der nächste Reforged-Stein ist der Refined Ember, den wir für 1 Million Coins bei Smithmonger im Hub kaufen können, und ab Mining Level 25 kann man den Stein verwenden, um seine Spitzhacke mit Refined zu reforgen. Der Refined Reforged gibt uns dann etwas Defense, und je höher die Rarität der Spitzhacke ist, desto mehr Bonus Mining XP bekommen wir. Zudem hat man unabhängig von der Rarität mit dem Reforged eine 0,1%ige Chance, ein verzaubertes Item von dem Erz zu erhalten, welches man momentan abbaut. Kommen wir nun zu den Reforged-Steinen, welche mit dem Dwarven Mines Update ins Spiel hinzugefügt wurden. Der erste davon ist Dynamite. Diesen können wir in der Forge ab Heart of the Mountain 2 mit 3 Refined Diamonds herstellen, und das Ganze dauert 6 Stunden. Ab Mining Level 15 können wir den Dynamite Reforged Stein verwenden, um unsere Spitzhacke mit Fleet zu reforgen, und in Abhängigkeit von der Rarität der Spitzhacke bekommen wir durch den Fleet Reforged dann mehr oder weniger Mining Speed. Weiter geht es mit dem Pure Mithril Reforged Stein. Diesen können wir ab Heart of the Mountain 3 in der Forge aus 3 Refined Mithril innerhalb von 12 Stunden herstellen. Ab Mining Level 18 können wir den Stein dann verwenden, um unsere Spitzhacke mit Mithrake zu reforgen. Dieser Reforged gibt uns dann auch wieder in Abhängigkeit von der Rarität der Spitzhacke mehr Mining Speed, und als Bonuswert haben wir noch unabhängig von der Rarität eine 10%ige Chance, ein Mithril extra zu erhalten, wenn wir Mithril abbauen. Der nächste Reforged-Stein ist der Rock Gemstone. Diesen können wir ebenfalls ab Stufe 3 bei Heart of the Mountain in der Schmiede herstellen, und dafür benötigen wir 2 Stacks Enchanted Cobblestone und 1 Stack Treasure und 22 Stunden. Ab Mining Level 21 können wir den Rock Gemstone verwenden, um unsere Spitzhacke mit Auspicious zu reforgen. Dieser Reforged gibt uns dann abhängig von der Rarität mehr oder weniger Mining Speed und unabhängig von der Rarität 8 Mining Fortune. Und damit kommen wir zum letzten Reforged-Stein, dem Petrified Starfall. Diesen kann man auch ab Heart of the Mountain 3 in der Forge herstellen. Dafür benötigt ihr 8 Stacks Starfall und 14 Stunden Geduld. Ab Mining Level 26 könnt ihr den Reforged-Stein dann verwenden, um eure Spitzhacke mit Stellar zu reforgen. Der Reforged gibt dann abhängig von der Rarität etwas Defense, Stärke und Mining Speed, und als Bonuseffekt macht man an den Starfall Sentries einen Schaden mehr, und ihr habt eine höhere Chance, Starfall zu droppen. Um nun zu klären, welcher der gezeigten Reforged-Steine der beste ist, muss einmal kurz die Frage geklärt werden, welcher Stat uns denn am wichtigsten beim Mining ist, denn hier gibt es 3 relevante Stats, die wir unter anderem auch durch die Reforged-Steine bekommen können. Das wäre Bonus Mining XP, Mining Speed und Mining Fortune. Bonus Mining XP ist hierbei meiner Meinung nach am unwichtigsten, da man es irgendwann nicht mehr benötigt, und im Hinblick auf die anderen beiden Stats kann man auch sagen, dass uns Mining Speed indirekt auch mehr Mining XP gibt, da wir mit mehr Mining Speed die meisten Commissions in den Dwarven Mines schneller abschließen können, für die wir dann ebenfalls Mining XP erhalten. Bei der Überlegung, ob nun Mining Speed oder Mining Fortune wichtiger ist, würde ich eher sagen, dass Mining Speed wichtiger ist, da man damit wie gesagt die Commissions schneller abschließen kann. Mining Fortune wäre in dem Fall wichtiger, wenn man mit den Mining Coins verdienen möchte, aber ich denke mal, den meisten geht es mehr um den Skill Grind. Aus dem Grund ist in meinen Augen der Dynamite Reforged Stein der beste Reforged Stein, den man auf seine Spitzhacke oder Drill machen sollte. Doch falls ihr ein richtiger Mining-Sweat werden wollt, würde ich euch raten, dass ihr den Dynamite Reforged Stein auf eine Spitzhacke oder Drill macht, mit der ihr die Commissions erledigt, wo es darum geht, schnell die Erze abzubauen. Dann braucht ihr noch eine weitere Spitzhacke, die ihr mit dem Refined Reforged von dem Refined Ember reforged
und am besten noch Compact 10 und diese haltet ihr dann immer in der Hand, wenn ihr die Commission abgebt, um mehr Mining XP zu erhalten. Und damit ihr noch etwas Geld nebenbei verdient, holt ihr euch noch die Refined Titanium Spitzhacke bei Bubu und reforgt sie noch mit den Rock Gemstone und immer wenn ihr Titanium spawnt, baut ihr es mit dieser Spitzhacke ab, um das Maximum an Mining Fortune zu haben beim Abbauen von Titanium. Das war dann auch schon alles zu dem Mining Reforged Stein. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche der Reforged Steine ihr momentan verwendet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!